Und jetzt das Heute-Journal mit Heinz Wolf und Anne Gellinek. Guten Abend. Der Vorfall ist beklemmend und er zeigt, dass Israels Ziel der Militäraktion, die Hamas zu vernichten und die Geiseln zu befreien, dass dieses Ziel schwer zu erreichen ist. Gestern erschossen israelische Soldaten versehentlich 3 junge Männer, die sie eigentlich hätten retten sollen. Obwohl die 3 Geiseln unbewaffnet waren und ein weißes Tuch schwenkten. Ein schrecklicher Fehler, der Israel erneut aufwühlt. Gleichzeitig gibt es Berichte von einem Treffen zwischen Vertretern von Katar und dem israelischen Geheimdienst, die über die Freilassung von Entführten verhandeln sollen. Aus Tel Aviv berichtet Susanna Santina. Zehntausende kamen heute Abend in Tel Aviv zusammen. Dass 3 Geiseln durch israelische Soldaten versehentlich getötet wurden, hat viele erschüttert und bestätigt. Es müsse mehr dafür getan werden, um alle Geiseln freizubekommen. 129 sind es noch. Was für eine düstere Woche. Wir kriegen die Entführten in Särgen und Leichensäcken zurück. Es ist entsetzlich. Mein Herz blutet. Es tut mir so leid für die Angehörigen und für die Soldaten, die diesen schweren Fehler gemacht haben. Eine der getöteten Geiseln wurde heute beerdigt. Große Trauer in Israel um 3 junge Männer, die vor den Hamas-Terroristen entführt worden waren und nun durch israelische Soldaten starben. Wie konnte dieser tragische Irrtum der Streitkräfte passieren? Der Generalleutnant versucht zu erklären. Die Soldaten treffen auf viele Terroristen, die sich als Zivilisten kleiden. Sie müssen oft in Sekundenbruchteilen entscheiden. Es kann der Unterschied zwischen Leben und Tod sein. Der Militärchef räumt aber auch ein, dass es einen Verstoß gegen die Vorschriften gab. Ministerpräsident Netanyahu zeigt sich sehr betroffen. Sie standen so kurz vor der Freiheit. Und dann dieses Desaster. Das hat mir das Herz gebrochen. Das hat unserem ganzen Volk das Herz gebrochen. In Gaza gehen die Luftangriffe und Bodenkämpfe auch heute weiter. Und immer wieder Beerdigungen und Trauer. In Khan Yunis um einen Kameramann des Senders Al Jazeera, der durch einen israelischen Luftangriff ums Leben kam. Der Krieg fordert viele Opfer auf beiden Seiten. Fast jeder in Israel kennt einen Soldaten, der jetzt in Gaza kämpft. Israels Streitkräfte sind buchstäblich eine Volksarmee. Männer ab 18 leisten 3 Jahre Wehrdienst, Frauen 2. Nach dem Überfall der Hamas wurden sofort Hunderttausende Reservisten einberufen. Sie ließen Familien zurück, die die Anspannung kaum aushalten können. Anne Brühl berichtet. Gelobt sei der allmächtige Gott, der König des Universums, der uns befiehlt, Challah vom Teig zu teilen. Es ist keine gewöhnliche Frauenrunde, kein gewöhnliches Backen. Ruth, Adriana und Rebecca sind Soldatenmütter. Ihre Söhne kämpfen in Gaza. Challah zu backen ist eine jüdische Tradition. Für Frauen ist es verbunden mit einem persönlichen Gebet. Niemand sieht unsere Kinder als Kinder oder als 18-, 19-, 20-jährige Jungs, die am liebsten Fußball spielen würden oder surfen oder mit ihren Freundinnen zusammen wären. Die 3 Frauen kennen sich, seitdem ihre Söhne zusammen im Kindergarten waren. Sie haben alles gemeinsam erlebt, Ausflüge, Urlaube, Verliebtsein. Jetzt versuchen sie sich gegenseitig Halt zu geben. Es ist schrecklich. Es gibt keinen Weg, in Kontakt zu bleiben. Es gibt überhaupt keine Kommunikation. In Gedanken sind sie immer bei den Kindern. Was Gott verhindern mag, wenn sie jemanden töten müssten, das ist etwas, ich glaube, das kann niemand. Sie sind dazu nicht gemacht, so haben wir sie nicht erzogen, so sind sie einfach nicht. Das ist sehr verstörend. Von einem aber sind alle Frauen überzeugt. Nach dem Überfall der Hamas auf Israel gibt es keine Alternative zu diesem Krieg. Es hat nichts mit Rache zu tun. Es geht um das Überleben des jüdischen Staates und der Juden auf der ganzen Welt. Ich weiß nicht, die Art, wie die Welt unsere Kinder sieht, das ist sehr schmerzlich für mich, denn wenn wir nicht dort sein müssten, wären wir es nicht. Sie alle waren in den letzten Wochen auf Beerdigungen bei Kameraden ihrer Söhne, manchmal auch zusammen mit ihren Söhnen. Du siehst buchstäblich, wie dein Sohn zusammenbricht und dennoch versuchst du dich zusammenzureißen, weil sie keine Wahl haben. Deshalb müssen wir sie unterstützen, sagt Ruth.
Der Gedanke, dass auch ihnen etwas zustoßen könnte, erlauben die Frauen sich nicht. Lass uns darüber nicht sprechen. Wir sprechen nicht darüber. In der Wohnung von Ruth brennen immer noch die Chanukka-Kerzen. Licht, das die Dunkelheit erhält. Nichts, sagt Ruth, brauche sie gerade mehr. Und auch diese Bilder gab es heute. Von Wunsdorf in Niedersachsen aus startete ein Airbus der Luftwaffe nach Kairo. An Bord Brutkästen, Beatmungsgeräte und andere medizinische Güter für die Versorgung von Patienten aus Gaza. Es ist der wohl schmutzigste Wahlkampf, den Serbien je erlebt hat. Im Privatfernsehen wird ein Politiker der Opposition beim Sex mit einer ungenannten Frau gezeigt. Die Landmaschinen eines anderen Oppositionskandidaten gehen in Flammen auf. Der serbische Präsident Aleksandar Vučić hat vom großen Bruder Russland gelernt und den gesamten Staatsapparat auf Stimmen für seine Fortschrittspartei eingeschworen. Über die morgige Parlamentswahl in Serbien, Britta Hilpert. An der Technik soll es jedenfalls nicht scheitern. Zrta macht eine Wahlgeneralprobe. 3000 Beobachter schickt die NGO an die Wahlurnen. Hier sollen sie melden, wenn dort geschummelt wird. Denn Rascha Nedjelkov traut der Regierung viel zu. Druck auf die Wähler, Medienmanipulation, Missbrauch des Amtes oder öffentliche Ressourcen von den Regierungsparteien. Das sind die größten Probleme. So steht Aleksandar Vučić als Präsident gar nicht zur Wahl, ist aber ihr sichtbarster Wahlkämpfer. Diese Kundgebung läuft live auf über 30 Kanälen. Mehr als 260 Mal war Vučić in diesem Jahr live im Fernsehen, so Zrta. Die Opposition war wesentlich weniger sichtbar. Die Botschaft stets: Vučić bringt Wohlstand und Stabilität. Das Volk spürt die Gefahr, dass die Schlimmsten wieder an die Macht kommen wollen, um Serbien in die Vergangenheit zu führen. Die Botschaft verfängt, vor allem auf dem Land. Was Vučić macht, ist phänomenal. Und die Opposition? Eine Null, eine Katastrophe. Ich will nur Frieden. Und ich liebe Vučić, weil er so viel macht. Doch Vučić fördere eher ein Klima der Gewalt, meint das Oppositionsbündnis. 2 Amokläufe im Mai mit 18 Toten formte es ihr Leitsatz gegen Gewalt. Denn der Zusammenhalt leidet, meinen sie, weil der Präsident einen permanenten Krisenmodus pflegt. Dazu dient auch der Konflikt im Kosovo. Er eskaliert wieder, auch weil Vučić serbische Gewalttäter rechtfertigt. Die Serben im Kosovo ertragen nicht mehr den Terror von Kurti, sagt er mit Blick auf den Regierungschef des Kosovo. Dazu dient auch die Opferpose gegenüber der EU. Immer wenn wir etwas ablehnen, was der Westen will, sagen sie, sie werden uns isolieren. Dragan Đilas von der Opposition meint, die Presse sei größtenteils russlandfreundlich und Vučić wolle auch gar nicht in die EU. Er brauche sie als Feindbild. Für einen nationalistischen Politiker ist das die einfachste Art, an der Macht zu bleiben. All diese Feinde hassen uns, der Westen, die EU, die USA. So schafft man eine Gemeinschaft und gewinnt Wahlen. Vučićs Partei hat gute Aussichten, die Wahlen zu gewinnen. Schlechte Aussichten sind das für die EU. Und wir machen hier weiter mit den Nachrichten und Heinz Wolf und kehren da noch mal zum Nahostkonflikt zurück. Ja, und zur Lage am Roten Meer. Dort hat ein Zerstörer der US-Marine mehrere Drohnen abgeschossen. Es habe keine Verletzten oder Schäden gegeben. Das zuständige US-Regionalkommando teilte mit, die Drohnen seien aus von Houthi-Rebellen kontrolliertem Gebiet im Jemen gestartet worden. Die Houthi hatten zuvor erklärt, Gebiete in Israel angegriffen zu haben. Vor der Küste Libyens sind bei einem Schiffsunglück offenbar viele Migranten ertrunken. Die UN-Behörde IOM in Libyen spricht von mindestens 61, darunter Frauen und Kinder. Immer wieder sterben Flüchtende bei dem Versuch, das Mittelmeer zu überqueren. Allein in diesem Jahr hat die Behörde bereits etwa 2500 gestorbene oder vermisste Menschen registriert. Bundesfinanzminister Lindner plant eine Teilreform der Schuldenbremse.
Es sei vorgesehen, die sogenannte Konjunkturkomponente zu überarbeiten, die bei einem Abschwung mehr Spielraum lasse, sagte Lindner dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Das habe aber nichts mit der aktuellen Haushaltssituation zu tun. Eine grundlegende Änderung der Schuldenbremse, wie von SPD und Grünen gefordert, lehnt Lindner weiterhin ab. Der Umweltbonus zur E-Auto-Förderung endet mit Ablauf des morgigen 17. Dezember. Danach können keine neuen Anträge mehr gestellt werden, hat das Bundeswirtschaftsministerium mitgeteilt. Bereits zugesagte Förderungen seien nicht betroffen und würden ausgezahlt. Dass der Umweltbonus früher endet, war seit der Haushaltseinigung der Ampelkoalition am Mittwoch bekannt. Zunächst war aber kein konkreter Zeitpunkt genannt worden. In Hessen ist der Weg frei für die künftige Koalitionsregierung von CDU und SPD. Die Sozialdemokraten werden damit nach einem Vierteljahrhundert Opposition wieder in Regierungsverantwortung gehen als der kleinere Koalitionspartner. Die jeweiligen Parteigremien von CDU und SPD stimmten heute für den Koalitionsvertrag, den die neuen Partner am Donnerstag vorgelegt hatten. Er soll dann am Montag unterzeichnet werden. Ein Gericht im Vatikan hat in einem Finanzprozess erstmals einen Kardinal zu einer Haftstrafe verurteilt. Das Gericht verhängte im Verfahren um verlustreiche Immobiliengeschäfte gegen den Kardinal Angelo Becciu eine Haftstrafe von 5 Jahren und 6 Monaten. Becciu beteuerte seine Unschuld und sein Anwalt kündigte Einspruch gegen das Urteil an. Es ist eine unendliche Geschichte. Vor fast 50 Jahren kam die Idee auf, ein stillgelegtes Eisenerzbergwerk zum Endlager für schwach- und mittelradioaktiven Müll zu machen. Schacht Konrad in Salzgitter sollte erst 1988, dann 91, 97 und schließlich 2012 in Betrieb gehen. Eindringendes Wasser kam dazwischen. Zuletzt sollte das Depot 2027 eröffnet werden. Vielleicht. Denn inzwischen sind die Zweifel gewachsen, dass das Bergwerk wirklich sicher ist. Am Dienstag könnte der grüne Umweltminister die Genehmigung widerrufen. Oliver Deuker berichtet aus Niedersachsen. Ursula Schönberger und Ludwig Wasmus wohnen in Sichtweite von Schacht Konrad, waren von Anfang an dagegen, die stillgelegte Grube als Endlager auszubauen. Ihre Argumente? Das Projekt stammt aus den 1980er Jahren, ist mit den damaligen Sicherheitsanforderungen und den damaligen Rechenprogrammen und so weiter, den Möglichkeiten damals berechnet worden. Es soll nicht rückholbar eingelagert werden. Es soll höhere Grenzwerte für die Langzeitsicherheit geben. Also im Prinzip, das ist ein Projekt, das ist aus der Zeit gefallen. Das sieht Thomas Lautsch anders. Der Bergbauingenieur und Geschäftsführer der Bundesgesellschaft für Endlagerung ist verantwortlich für den Ausbau von Schacht Konrad. Seine Argumente dafür? Der tiefe Untergrund von Konrad ist dicht, also trocken. Er ist stabil und wir sind sehr tief dort, nämlich 1000 Meter. Und damit haben wir die Grundlagen, dass ein Endlagersystem funktionieren kann. Die technische Planung ist alt, sie wird aber ständig aktualisiert und auf den Stand der Technik gebracht. Argumente hin oder her. Politiker fast aller Couleur aus 30 Kommunen sowie 3 Kreisvereinstädten und Gemeinden stehen kritisch zum Endlager, fordern in einem Brandbrief an Niedersachsens grünen Umweltminister die vor Jahren erteilte Baugenehmigung zu widerrufen. Das ist uns ganz wichtig, dass es nicht heißt, überall, nur nicht in Salzgitter, sondern wir wollen eigentlich ein faires Verfahren nach wissenschaftlichen Erkenntnissen und nicht wie damals eine politische Entscheidung getroffen wurde. Am Dienstag nun Tag der Entscheidung, vor dem Hintergrund, dass etliche 1000 Fässer mit radioaktivem Material auf die Endlagerung warten. Das Aus für Schacht Konrad, es hätte weitreichende Folgen. Jeder, der Konrad politisch in Frage stellt, muss sich auch gleichzeitig der Frage stellen, was geschieht dann mit den Abfällen, die schon existieren. Die schwach- und mittelradioaktiven Abfälle, die heute schon über 100.000 Kubikmeter ausmachen, lagern in Behältern, die nicht langzeitsicher ausgelegt sind. Das heißt, man nimmt Sicherheitsabstriche in Kauf, die jedenfalls mit einer Endlagerung in Konrad beantwortet wären. Heißt, es drängt die Zeit. In Computeranimationen läuft die Endlagerung perfekt. Die Realität sieht anders aus. Immer wieder verschiebt sich die Fertigstellung des Endlagers. 2027 sei nicht mehr zu halten, heißt es. Und die Baukosten steigen von 4,6 auf nun 5,5 Milliarden Euro.
Und jetzt die Lottozahlen dieses Samstags. Sie lauten, wie immer ohne Gewähr, 2, 7, 12, 22, 31, 48. Superzahl 3. Und weitere Gewinnzahlen finden Sie auf lotto.zdf.de und im ZDF-Text auf Seite 556. Die Wetteraussichten für morgen. Im Norden stark bewölkt und örtlich etwas Regen, sonst teils sonnig, teils neblig trübe oder bedeckt. An den Küsten stürmischer Westwind, 2 bis 11 Grad. Am Montag teils Sonne, teils Nebel, ganz im Norden Regen, 4 bis 11 Grad und danach zunehmend unbeständig bei 3 bis 10 Grad. Das war's von uns an diesem Samstag. Hier geht's jetzt weiter mit dem aktuellen Sportstudio. Zu Gast bei Jochen Breyer ist Bundestrainer Julian Nagelsmann. Und um 0:25 Uhr gibt es dann die nächste Heute Express. Und morgen erwarten Sie hier Heinz Wolf und Dunja Hayali. Einen schönen Abend. Tschüss. Auf Wiedersehen.